Von der Idee zur Umsetzung. Sich auf den Weg machen und Europa erkunden. Der Initiator der Initiative Go Europe, Dr. Carsten Witt und sein jüngster Sohn Jakob machen sich auf die Reise. Sie suchen das persönliche Gespräch mit den Bürgern, fernab von politischer Couleur. Sie stehen mit ihrem persönlichen Engagement für Vielfalt und Notwendigkeit einer bunten europäischen Gemeinschaft. Das ist in diesen Zeiten allerdings hochpolitisch. Jedes Land hat seine eigene Entstehungsgeschichte, nicht nur die geografischen Lebensräume unterscheiden sich gewaltig. Was aber der überwältigende Großteil der europäischen Gemeinschaft eint, ist der Wunsch nach Frieden über die eigenen Ländergrenzen hinweg. Die beiden machen sich auf den Weg, zu Fuß und mit dem Fahrrad. In Lissabon begann ihre Tour. Ihr Ziel, die estnische Hauptstadt Tallinn. Mit im Gepäck die Vision, einen realen Ort für europäische Begegnung zu schaffen. In Estland, in Patarei ist beides zu finden. Die Erfahrung von Unterdrückung und Schrecken in der Vergangenheit, aber eben auch eine enorme zukunftsfähige Kraft für Befreiung, Veränderung, Toleranz und Offenheit. In dem geplanten Zentrum der Begegnung in Patarei sollen Menschen aus allen europäischen Ländern zusammenkommen. Sie bestärken und entwickeln gemeinsam konkrete europäische Projekte für Friedenssicherung, kulturelle, soziale, ökologische und ökonomische Herausforderungen. So this is Bettina, our translator. Hi. And Nice to meet you. That's our average. Good morning. Im November 2017 gestartet in Lissabon, im November 2018 angekommen in Tallinn und sogar was im Gepäck gehabt, nämlich das Proposal für Patarei. Was ist dein persönliches Resümee, jetzt hier zu sein und im Hinblick noch 2 Sätze zu dem Verlauf der Reise und wie es vielleicht auch weitergehen kann? Ja, wir sind, wie du sagtest, vor einem Jahr in Lissabon gestartet. Voller Erwartung. Wir wussten nicht, was uns trifft auf dem Weg. Wir haben sehr, sehr viele Begegnungen gehabt. Es waren sehr spannende Ereignisse, die uns auf dem Weg begleitet haben. Und jetzt sind wir in Tallinn. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir das geschafft haben, dass wir es gemacht haben, weil wir damit die Vision, die wir ja schon in Lissabon überall präsentiert haben, jetzt der Realität, der Realisation ein Stück näher gebracht haben. Und es war insofern jetzt auch ganz wichtig, weil wir jetzt hier gestern in Patarei ein Signal senden konnten, ich sage auch vielleicht das Samenkorn gesät haben, was als Vision bei uns schon immer bestand, aber das haben wir dann auch hier jetzt so ein bisschen in die lokalen Köpfe hineingebracht. Und was da jetzt raus wird, das müssen wir sehen. Aber auf jeden Fall werden wir das weiter bearbeiten. Das ist jetzt nicht zu Ende, wie wir am Anfang vielleicht gedacht haben können oder mancher dachte. Wenn das Jahr rum ist, dann ist Go Europe Mission erfüllt. Jetzt geht sie los. Fühltest du dich hier empfangen und gut empfangen? Waren die Leute neugierig auf unsere Ergebnisse?
Ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute uns sehr offen begegnet sind, dass sie neugierig waren und dass sie auch doch erstaunt waren, wie wir uns in diese Problematik hineingedacht haben. Und ich denke, ich kann nicht in die Köpfe hineinschauen von denen, aber ich denke, dass sie doch so ein bisschen in diese Richtung jetzt auch, ich will nicht sagen umgebogen sind, aber doch in diese Richtung auch denken, weil die das bisher doch immer sehr funktional gesehen haben. Der Staat muss das Gebäude verkaufen und was damit geschieht, ist nicht unwichtig. Der Denkmalschutz muss berücksichtigt werden, das wissen sie auch, aber es war doch immer sehr formal und wie ich empfinde auch ein bisschen eng und ich denke, dass da jetzt so ein bisschen Bewegung in deren Denken reinkommt. Was waren deine Ausgangslagen für den Entwurf, den du für Patarei gemacht hast, für die Vision? Ich habe das Gebäude gesehen im Januar, in welchem schlechten Zustand es war und wie groß die Masse ist, die dort zur Verfügung steht und welche wirklich schlechte Geschichte dahinter stand. Bad, sad history. Und das heißt, mein erster Gedanke war, wie kann man das heilen? Wie kann man diese Geschichte und dieses Gebäude zu einem neuen Gebäude, zu einer neuen Benutzung für eine europäische Begegnungszentrum überhaupt benutzen, wenn so viel dahinter steht? Und da ist mir gekommen, dass man das befreien muss von den Sachen, die außenrum das Gefängnis darstellen, die einfach nochmal das Gefängnis größer und stärker und mehr Gefängnis zu einem größeren Gefängnis machten. Im Rahmen einer Aktion der Kunsthochschule in Tallinn haben Studenten grausame Realitäten in Patarei vorgefunden und darauf erinnernd, nachdenklich und ironisch reagiert. Vergangenheit, Überwindung und Zukunft, das sind und bleiben wichtige europäische Themen, die auf vielen Ebenen Antworten und neue Perspektiven benötigen.
tere turimas mea esit luce. And now we are here in Patarei, on this building we saw before. And this building is here near the harbor, and it is a fortress against the enemies. It was built in the 19th century, and so on. And we looked in January here, and we found out that the building is very capable to have a good meeting point for our idea, for our vision of meeting in Europe. Meeting place, a house of Europe, we say to this. And you see this building, and we know that this part of the building was built later on. So this is about the 19th century, and this is built, you say, in 1936. As a prison. This wasn't a prison in the former time, but it became a prison. So they needed more space for prisoner, and those building came dazu, to in addition, yes. And so when I saw this building, I thought it would be a very, very good space in between. A huge space, about 5,000 square meters, to meet, to dance, to sing, and to have a good inside space between the rough sea. We can look outside, but this is a hidden place. It could be somewhere, also a roof, or a glass roof, or something like that. And we removed this part of the building, which came later, and then we said we build here something new. We can, you see this one? The idea here is a whole space, and then we're going to build the first, before we restore this, republish this part, we build a tower which is connected to all the tower in Patarei, in Tompea. You have a lot of towers which all have names. Some names I know from my parents, they came here in former time. So we have a new tower, and this tower will be in this axis, in the axis from side exit from Tompea to Helsinki. Das Stadtviertel Teleskivi in Tallinn. Hier findet bereits Europa, die ganze Welt statt. Die Kreativität ist vielfältig, ansteckend, einladend, international. Ein enormes Potenzial gibt es bereits vor Ort. Niemand muss sich also Sorgen machen, dass diese ungebremste Energie nicht auch bei einer Umnutzung auf Patarei überschwappen würde. The big problem for Patarei is that the government of Estonia sees Patarei as a building which they do not need. They have no need for Patarei. And they don't see it as a useful building to accommodate, offices and things and Congress Center. And the solution for the government has been to sell Patarei as soon as possible. But because Patarei needs so much investment to restore it, to make it as a beautiful building again, then we think that this will put very, very big pressure on the investor, and any developer who buys Patarei will get his money back, I don't know, in 100 years or so. So it's not really feasible to sell it only to a private investor. And our idea has been that the state and the city of Tallinn
should invest something in Patarei and do something together with the state, with the city, with the private sector, with NGOs, because Patarei is such a huge complex and there is room for everybody. But so we think that the first step should come from the government to invest something in Patarei and not just leave it to a private person to take care of it. And is Patarei in the public discussion? So can you read, are there articles in newspaper, or how is the civil society involved or interested? Especially after the year 2016, when Patarei was included in the list of 7 most endangered heritage sites in Europe. And the discussion in the public was very, very active then. And as I say, Patarei causes mixed feelings. Some people say that it's such an awful place, it was a prison, it was people were tortured and murdered there. We don't want to do anything with Patarei, just get rid of it. Other people say that the building as such is not to be blamed for what people have done inside it. So the architecture, the whole complex, it's a huge and very beautiful building. So finally, the public opinion, I think, was very much in favor of saving Patarei, and in a short time we collected over 1,000 signatures to the petition that we want to save Patarei, and we handed the petition together with these 1,000 signatures to the president of our parliament, the Riigikogu, and it was also discussed in one of the commissions, the culture committee. But the outcome was still that yes, Patarei is important, Patarei should be saved, but the state does not have the necessary funds to do it. And I think the sad thing is that they don't even look at the options how Patarei can be used, because there are so many possibilities how to use such a place, which is very close to the UNESCO World Heritage Site, the Old Tallinn, and also to the sea coast. So there are very many options, and I think people should think in a positive way about Patarei. Mm-hmm. And do you think that an initiative like we have made, like Go Europe, with a vision of idea is welcome, or it's more Estonian thing, and it's perhaps something they say perhaps no, it's our thing to do? No, I think the idea that you propose to have this common house of Europe in Patarei, I think this is a very good idea, because in Europe we can't be just Estonians in this corner and Portuguese in the other corner, but I think this is a very good idea that there is a center where people from all over Europe could come and meet, and there certainly is sufficient room in it, and it has a history that speaks to very many Europeans. So I think it's a good idea, but I think this should be more introduced to the public. At the moment, it's a bit it's early days, and Es gibt viele, die der Meinung sind, dass Europa am Scheideweg steht und sich immer mehr Türen schließen. Das darf nicht geschehen. Deshalb ist es wichtig, den friedvollen, kooperativen Weg weiterzugehen. Dafür reale Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen, ist unabdingbar. Patarei könnte ein solcher Ort werden, für diesen notwendigen europäischen Dialog und Austausch. Damit kann sofort begonnen werden, und dafür wird sich Go Europe mit hoffentlich vielen Unterstützern einsetzen.